Ja, mein Name ist Alexander Kümpel und ich verantworte die Entwicklung intelligenter Regelungsapplikationen bei Diffin. Heute schauen wir uns das Produkt Controls an, was Teil des Optimization Bundles ist. Controls ist unsere künstliche Intelligenz, die es ermöglicht, den Anlagenbetrieb von der Komponentengebäude zu optimieren und zu verbessern. Und das Ziel ist es, den Anlagenbetrieb optimal zu gestalten und so Kosten, Energie zu reduzieren und den Nutzerkomfort zu steigern. Controls sammelt Daten aus dem Gebäude über das Produkt I/O bzw. nutzt das und verwendet Wetterprognosen, um den idealen Betrieb der Anlagentechnik innerhalb des Gebäudes vorherzuberechnen. Und diese Werte gehen wieder in das Gebäude, also wann eine Anlage beispielsweise eingeschaltet werden soll und mit welchen Sollwerten die betrieben werden soll, um dann möglichst den idealen Betrieb zu ermitteln. Controls ordnet sich im Gesamtportfolio nach der Datenaufnahme und Speicherung und der Analyse an. Das heißt, wenn wir in ein Gebäude reingehen, starten wir mit dem Produkt I/O. Damit werden die Daten aus dem Gebäude extrahiert, in die Cloud-Plattform geschickt und da gespeichert. Wenn wir jetzt die Daten in der Cloud haben und sie gespeichert sind, greift das Produkt Analytics als nächstes, was die bestehenden Daten und den bestehenden Gebäudebetrieb analysiert und schaut, läuft das Gebäude eigentlich so, wie es soll, oder gibt es Fehlverhalten, gibt es ineffizientes Verhalten. Und mit Hilfe intelligenter Algorithmen, die genau diese Daten auswerten, werden Empfehlungen ausgesprochen und diese Fehler aufgedeckt und in Absprache mit dem Betreiber die Fehler behoben. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, greift das Produkt Controls. Und hier ist es jetzt so, dass aktiv in das Gebäude reingeschrieben wird über automatisierte Prozesse. Das heißt, man muss nicht manuell Parameter anpassen und Fehler beheben, sondern die Controls-Applikationen schreiben in die Anlagen rein, geben den Sollwerte und ermöglichen so wirklich ein autonomes Regeln des Gebäudes. Damit können wir einerseits sicherstellen, dass das Gebäude oder die Anlagen so laufen, wie sie eigentlich sollen, dass sie keine Fehler im Regelungscode haben. Und wir können zusätzliche Daten aus der Vergangenheit des Gebäudes, also historische Daten, die aufgenommen wurden, Prognosen wie Wettervorhersagen mit in die Applikation einfließen lassen und so insgesamt mehr Intelligenz in das Gebäude reingeben, als es mit der ursprünglichen Automation möglich wäre. Die Ergebnisse, die von einem Algorithmus bzw. einer Controls-App, wie wir sie nennen, berechnet werden, werden im Frontend angezeigt. Zudem werden alle Werte, die in das Gebäude reingeschrieben werden, automatisch geloggt, sodass der gesamte Betrieb, der über Controls stattfindet, nachvollzogen werden kann. Zusätzlich werden Energieeinsparpotenziale auch im Frontend visualisiert, was mit Controls perspektivisch zu realisieren ist und an Energie einzusparen ist. Um jetzt in ein Gebäude einzugreifen, verwenden wir sogenannte Controls-Apps. Das ist im Prinzip eine Ansammlung oder Zusammenschluss verschiedener Algorithmen. Und diese Controls-Apps lassen sich für einzelne Anlagen dediziert starten. Die Apps haben Zugriff auf die Datenbasis, die über I/O aufgenommen wird, auf Wettervorhersagen und können nun mit Hilfe dieser Daten für verschiedene Anlagen die ideale Betriebsweise ermitteln und schicken die ermittelten Werte dann anschließend über die Plattform an das Edge-Device. Und das Edge-Device schreibt diese Daten in das Gebäude bzw. auf die Anlagen. Das Edge-Device selber ist die Datenschnittstelle aus dem Gebäude zur Cloud und das Edge-Device ermöglicht das verschlüsselte und sichere Schreiben bzw. die Datenkommunikation in beide Richtungen. Externe Anwendungen können auch mit Controls interagieren, entweder über die API. Es ist aber auch möglich, die Kommunikation über einen separaten Controller laufen zu lassen, anstatt über das Edge-Device von uns. Das heißt, aus der Anlagenautomation direkt eine Verbindung zu Controls aufbauen. Ein konkretes Beispiel für eine Controls-App ist der sogenannte Hero. Der steht für Heat Recovery Optimization und versucht, die Wärmerückgewinnung einer Lüftungsanlage, einer raumlufttechnischen Anlage zu optimieren. Das heißt, wir versuchen, so viel Wärme über die Wärmerückgewinnung zurückzuholen, wie es eben möglich ist. Und dafür werden die Sollwerte der Zuluft intelligent geregelt. Die Applikation lernt dabei das Verhalten und verschiedene Parameter der Anlage und ist so in der Lage, dann die entsprechenden Sollwerte zu ermitteln und nutzt zusätzlich noch Wettervorhersagen, um auch für den nächsten Tag vorausschauend den Betrieb zu planen. Die Anwendung des Heroes sorgt dann dafür, dass wir den Energieverbrauch der Lüftungsanlage reduzieren und gleichzeitig den Komfort des Innenraumes erhöhen können. Zusammengefasst ermöglicht Controls, das Gebäude intelligenter zu betreiben und damit den Energieverbrauch und die Kosten zu reduzieren und gleichzeitig den Nutzerkomfort zu erhöhen.